Hallo zusammen, herzlich willkommen zu der zweiten Linux-Distribution, die wir uns etwas genauer heute angucken wollen. Und zwar geht es um Manjaro Linux. Manjaro ist ein sehr cooles Linux, weil man sozusagen den Allrounder hat. Man hat eine sehr gute Technologie, sage ich jetzt einfach mal ganz kurz vorneweg. Ich gehe gleich noch genauer drauf ein. Und das alles sehr einfach. Das heißt, ihr habt mit Manjaro eigentlich so wirklich... wenn ihr schon ein bisschen bei Linux gewesen seid, dann könnt ihr easy Manjaro benutzen. Selbst Leute, die noch nie Linux verwendet haben, können Manjaro ohne Probleme wirklich benutzen. Aber man kann damit auch sehr komplexe Dinge tun, wie zum Beispiel die Arch-User-Repositories verwenden und so weiter und so fort. Das heißt, man kann hier wirklich von Einsteigern bis Experten, alle können Manjaro benutzen. Und das ist auch einer der Gründe, die es so populär gemacht haben. Manjaro ist mittlerweile so, glaube ich, eins der berühmtesten Linux-Systeme überhaupt und ja, das hat auch definitiv seine Gründe. Es basiert auf Arch Linux, habe ich gerade schon so leicht einfließen lassen. Arch Linux ist neben Debian neben Debian im Endeffekt eine der größten Linux-Distributionen überhaupt. Auf die Parent-Distribution möchte ich gar nicht genauer eingehen. Es bedeutet einfach nur, dass es sich etwas anders verhält, was Pakete angeht. Wie jetzt zum Beispiel ein Ubuntu. Das heißt, ein kleines bisschen Umgewöhnungsphase, falls ihr umsteigt, ist natürlich immer dabei, aber definitiv keine große. Ich persönlich benutze auch ein Arch. Ich habe kein Manjaro verwendet, sondern bin direkt auf Arch Linux gegangen, was ein etwas komplexerer Schritt ist. Also Arch Linux zu installieren ist nicht ganz so easy. Manjaro hingegen super easy, alles kein Problem. Grafische Installation werden wir uns gleich auch noch angucken. Das Ganze wird übrigens von einem deutschen Entwickler zumindest hauptentwickelt. Es gibt allerdings auch natürlich Entwickler aus, Frankreich, Österreich, natürlich noch andere deutsche Entwickler, aber ja, auch das deutsche Board ist natürlich dementsprechend gut. Das heißt, wenn ihr irgendwie Manjaro googelt, dann kommt ihr direkt auf de.manjaro.org und habt hier erstens natürlich direkt den Download-Link und zweitens hier auch Installationshilfe, Konfigurationshilfe, Tutorials, also mehr Tutorials oder auch in Textform natürlich, logischerweise, weil es ein Forum ist, Hilfe zur Paketverwaltung und so weiter und so fort. Hier findet ihr eigentlich immer gute Hilfe. Einfach dann hier reinposten, wenn ihr irgendwie Hilfe sucht oder natürlich auch einfach mich fragen. Das Ganze ist ein super Desktop-Betriebssystem, allerdings natürlich nicht so wirklich geeignet für einen Server oder sowas. Also wenn ihr danach sucht, seid ihr bei Manjaro an der falschen Adresse. Und man hat natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze live zu verwenden, was wir auch gleich noch tun werden. Ja, es gibt eine ganze Reihe von Desktop-Systemen, die damit unterstützt werden, aber die sind tatsächlich bei der Installation, könnt ihr die auswählen. Und zwar hier dann einfach erstmal Manjaro Linux runterladen, einfach hier auf Download klicken und dann bekommt ihr eine ISO-Datei. Diese ISO-Datei könnt ihr brennen und dann einfach euren Rechner von der CD bzw. DVD starten und dann habt ihr auch schon alles, was ihr braucht. Das werden wir auch gleich noch tun. Also ich werde nicht meinen kompletten Rechner so starten, ich mache das Ganze über eine virtuelle Maschine, damit ich natürlich auch nebenher aufnehmen kann, sonst könnte ich euch das Ganze hier nicht präsentieren. Ja, ihr könnt wählen zwischen Budgie, Cinnamon, Deepin, GNOME, i3, KDE, LXDE, LXQT, Mate und XFCE. Also quasi ihr habt alles zur Auswahl, was man überhaupt nur wählen kann. Und das macht halt Manjaro auf der einen Seite für Anfänger nicht mehr ganz so freundlich, weil man irgendwie, was soll ich jetzt wählen? Für Anfänger übrigens, die jetzt vielleicht dieses Video gucken, Cinnamon ist ein super Anfang, finde ich persönlich sogar. Aber alle anderen sind auch top, also es ist eigentlich mehr oder weniger auch egal und Geschmackssache. Und wenn ihr einfach mal wieder was Neues ausprobieren wollt, dann probiert ihr halt mal wieder was Neues aus und schaut einfach mal nach. Ja, ich möchte allerdings noch kurz ein bisschen mehr zu Manjaro sagen, bevor wir jetzt hier anfangen mit Praxistesten und so weiter. Es basiert, wie ich schon gesagt habe, auf Arch Linux. Da möchte ich noch kurz ein bisschen genauer drauf eingehen. Arch Linux ist vor allem dafür bekannt, dass es unglaublich schnell und lightweight ist, sagt man auch ganz gerne. Das heißt, es ist nicht viel Software vorinstalliert, eben nur das, was man braucht. Manjaro hat allerdings durchaus ein bisschen was vorinstalliert. Und ja, der große Unterschied, falls ihr mein letztes Video gesehen habt, zu Linux Mint, das ja perfekt für Einsteiger ist, Arch Linux bzw. auch Manjaro Linux sind Cutting Edge oder sogar Bleeding Edge und das wird auch oftmals als Rolling Release bezeichnet. So, jetzt habe ich einen Haufen Fachbegriffe rausgehauen, keiner weiß, was das ist. Werde ich kurz erklären. Und zwar Rolling Releases sind
immer mit den neuesten Updates versorgt. Das heißt, wenn irgendwie ein Update rauskommt für, nehmen wir jetzt einfach mal den Desktop an. Sagen wir, ich benutze Cinnamon. Und ja, das ist eine Desktop-Umgebung im Endeffekt. Und wenn ich jetzt ein Update habe für Cinnamon, dann wird das mir sofort zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich kann sagen, hey, ich möchte jetzt Updates installieren und ich kriege sozusagen quasi, nachdem der Entwickler das Update rausgebracht hat, fast direkt ein Update. Es wird allerdings unterschieden in getestete Updates, das sind dann die Testing Releases, und die wirklich ausführlich gut getesteten Updates, und das sind die Releases, die ihr normalerweise habt, und die ungetesteten Updates, die sind Bleeding Edge, die normalen Updates sind Cutting Edge. Das heißt, Cutting Edge ist normalerweise immer safe to use, also da geht nichts schief oder sowas, zumindest in den allermeisten Fällen. Und die Bleeding Edge, da kann durchaus mal was schief gehen, aber wenn ihr immer die neueste Version von allem haben wollt, dann seid ihr mit einem Rolling Release definitiv besser dabei, als wenn ihr jetzt, keine Ahnung, irgendwie, ja, sowas wie Mint eben benutzt oder sowas, was dann eben nicht auf dem Rolling Release arbeitet. Der große Unterschied allerdings von Manjaro und Arch ist wirklich für sehr erfahrene Nutzer, und Manjaro ist wirklich für jedermann, und das ist halt auch hammergeil, weil, ja, das könnte ich im Endeffekt, also wenn ich es installiere, wobei selbst die Installation ist super easy, das könnte ich wahrscheinlich auch wirklich meiner Mutter installieren und die hätte da auch kein Problem damit. Meine Großmutter hat keinen Rechner, die hätte dann wahrscheinlich schon ein Problem damit, aber ja, eigentlich so ziemlich jeder kommt damit klar. Der große Unterschied ist natürlich auch hier, es wird alles Wichtige vorinstalliert, also grafische Oberfläche oder sowas. Bei Arch Linux müsst ihr das selber machen, bei Manjaro nicht. Ja, und das ist auch schon so ziemlich das Wichtigste. Was ihr allerdings trotzdem habt, und das ist vielleicht für die erfahrenen User, sollte man nicht vermischen. Für die erfahrenen Nutzer ist vielleicht auch ganz interessant, ihr könnt auf die Arch User Repositories oder kurz AUR, könnt ihr vollständig zugreifen. Das heißt, ihr könnt auch Sachen installieren ohne großen Aufwand, aber Sachen installieren, die halt von anderen Usern sozusagen eingepflegt wurden. Und das ist super gut, deswegen, das ist auch ein großer Pluspunkt für Arch, und dieser Pluspunkt geht auch direkt über auf Manjaro. Das heißt, wenn ihr irgendwie ja, Software nutzen wollt, die vielleicht nicht in den offiziellen Paketquellen drin ist, könnt ihr sie aus den User Repositories verwenden, und das ist halt auch hammergeil. So, noch ganz kurz ein weiterer Unterschied zwischen Arch und Manjaro. Manjaro ist nicht unbedingt eine einfache Version von Arch, da gibt es andere Distributionen dazu. Nein, es hat auch seine eigenen Paketquellen. Das heißt, wenn es bei Arch in den Paketquellen ist, dann ist es noch nicht bei Manjaro direkt in den Paketquellen, aber relativ schnell hinterher. Das heißt, innerhalb von, keine Ahnung, ein paar Tagen allerhöchstens habt ihr das bei Manjaro auch direkt in den Paketquellen. Es ist nicht ganz Arch, aber es ist fast Arch. So ist es auch wirklich gedacht. Ja, und in dem Sinne würde ich euch jetzt einfach mal empfehlen, hier mal runterzuladen und dann einfach mal zu schauen, ob euch das Ganze gefällt. Ich starte, wie gesagt, das Ganze hier über die virtuelle Maschine. Das ist meine Windows VM, die habe ich hin und wieder mal laufen, weil ich ein paar Windows eigene Sachen habe. Das ist was anderes, und ja, ich starte jetzt hier einfach mal die VM. Das müsst ihr überhaupt nicht verstehen soweit. Ich kann das auch eigentlich gerade wieder hier runter machen. Das ist nur dazu da, damit ich euch sozusagen auch wirklich den Content hier live zeigen kann. So, wunderbar. Ja, wenn ihr von der CD bzw. DVD bootet, dann kommt ihr direkt hier rein. Und das ist auch schon so ziemlich das Einzige, was man hier vielleicht einstellen muss. Die Uhrzeit stimmt halt auch nicht ganz, aber in meinem Fall, ja, kann man... Egal. Was ihr allerdings einstellen solltet, ist hier die Spracheinstellung zu beenden. Das könnt ihr hier einfach draufgehen, mit Enter betätigen, und dann könnt ihr hier auswählen, was ihr gerne haben wollt. In unserem Fall wäre vielleicht Deutsch sinnvoll. Das ist das Tastaturlayout. Wenn ihr die englische Tastatur drin lasst, dann habt ihr hier nicht Querz, so wie wir haben. Also die erste Zeile liest man dann normalerweise vor. Also QWERTZ ist bei uns Standard. Das ist die deutsche Eigenschaft von der Tastatur, während im Englischen oder im Amerikanischen hat man QWERTY, also Y statt Z. Das ist Z und Y vertauscht, und es sind noch ein paar andere Sachen, die noch anders sind. Das sollte man vielleicht anders machen. So, auch die Sprache wollen wir hier auf Deutsch setzen, und zwar, ja, wir können ja auswählen, was wir haben wollen, also Schweizerdeutsch, Belgisch, Österreicherisch oder normales Deutsch. Ich brauche normales Deutsch. Ich weiß gar nicht, was bei Schweizerdeutsch dann anders wäre. Okay, ja, und dann können wir eigentlich schon anfangen. Ganz kurz. Wir wollen hier allerdings, ach komm schon, das sind, also dieses Fangen-Dings da, das müsst ihr nicht machen, das ist nur bei mir so.
Genau, und jetzt können wir das Ganze einfach booten und ja, wir starten einfach mal und schauen uns das Ganze einfach mal an, wie das so läuft. So, davon sollte man sich jetzt nicht abschrecken lassen, das sieht zwar brutal aus, ist aber nur einfach ein paar Informationen, falls ihr die braucht und die sind sowieso so schnell, da, ja, die braucht man eigentlich sowieso nicht. Okay. Ich warte jetzt einfach mal ganz kurz, bis es fertig ist und dann schneide ich euch wieder rein. So, und da sind wir wieder. Also nicht wundern, das Ganze ist natürlich jetzt hier nur eine Live-Version. Ihr habt es noch nicht installiert oder sowas, sondern ihr könnt das hier einfach mal live testen. Und das ist auch so wirklich der Vorteil bei Linux. Bei Windows geht das natürlich nicht. Man kann hier Linux einfach sozusagen testen. Das kommt bei euch hundertprozentig auch nicht. Ihr könnt das Ganze einfach ausprobieren und schauen, ob es euch gefällt oder nicht gefällt. Ihr könnt ja auch direkt die wichtigen Links aufrufen. Das heißt, lies mich, Forum, mitmachen beim Projekt. Gut, okay, das ist für die Entwickler für euch, unter euch vielleicht interessant. Hier habt ihr direkt die Updates, die verfügbar sind. Klar, ich meine, ich habe das ja gerade erst sozusagen da. Versionshinweise, vielleicht einen Chat aufmachen, spenden könnt ihr, weil die natürlich das Ganze für euch komplett kostenlos zur Verfügung stellen. Wenn man da dankbar ist, dann spendet man hin und wieder mal. Dann gibt es natürlich ein super Wiki, wenn es irgendwie Schwierigkeiten gibt. Das ist sozusagen so die erste Hilfe, die man so hatte. Wir gucken uns das Ganze jetzt aber einfach mal ganz kurz an. Hier unten habt ihr auch ein ganz normales Startmenü, könnt ihr einfach so bedienen. Im Endeffekt ist es auch schon direkt wie bei Windows, zumindest optisch sehr ähnlich wie Windows jetzt, sage ich jetzt mal. Da kommt man auch sehr gut hin. Internetnavigator, das ist das fancy Wort für Browser. Ja, kann man einfach mal starten, wenn man Bock drauf hat. Einfach mal ein bisschen rumprobieren. Das ist so, ja, das, was man machen kann. Wie gesagt, hier Firefox ist vorinstalliert. Ihr könnt auch Chrome installieren und alles drum und dran. Aber das brauche ich jetzt tatsächlich hier nicht. Komm, geh weg, Firefox. So, genau, dann habt ihr hier unten ganz normal die Uhr halt. Ja, was braucht man da groß? Also einfach wieder mal ein bisschen rumexperimentieren. Wichtig ist natürlich hier die Paketverwaltung, wie die aussieht. Also Paketverwaltung bedeutet immer, wie kann ich meine Updates verwalten. Das Tolle bei Linux ist natürlich wieder mal hier, wenn es irgendwie ein Update für Firefox gibt, dann müsst ihr das, oder für Chrome oder für irgendwas anderes, dann müsst ihr das unter Windows natürlich alles selber machen. Während unter Linux macht das Betriebssystem quasi eure Updates. Das heißt, ihr könnt sozusagen einfach mal sagen, hey, ich will Updates, mach mir Updates. Und dann ist alles, was ihr habt, was ihr installiert habt, wird dann automatisch abgedatet. Und hier könnt ihr dann natürlich auch sagen, ich möchte neue Software installieren. Ich kann hier aber auch das, was ich installiert habe, angucken. Das hat dann allerdings teilweise ein bisschen seltsame Namen. Ja, aber muss jetzt auch nicht sein. Verweis bedeutet einfach alte Pakete, ausdrücklich installiert sind die Pakete, die ich wirklich installiert haben möchte. ALSA zum Beispiel ist jetzt für Ton zuständig, sage ich jetzt einfach mal so, aber das müsst ihr auch nicht wissen. Steht auch immer kurz was dabei. Dann Fremdpakete, das ja, muss ich eigentlich auch nicht erklären. Wenn ihr was Neues installieren wollt, einfach hier unter Kategorien, dann sagen wir einfach mal Bildung oder Büro. Gut, man kann Pakete nur installieren, wenn man Manjaro auch wirklich installiert hat. Bei uns ist das jetzt aktuell eine Live-Version, sprich wir testen gerade, deswegen wird hier jetzt gerade nichts gefunden. Und wenn ich was aktualisieren möchte, gehe ich auf Aktualisierung, dann wird hier auf Aktualisierung überprüft und ich kann einfach sagen, ich will alle und ja, dann kann ich hier theoretisch einfach übernehmen. Und ja, dann brauche ich ein Passwort. In unserem Fall haben wir, wie gesagt, unser Linux noch nicht installiert, deswegen macht es hier auch keinen Sinn, diese Updates durchzuführen, aber dann einfach euer Benutzerpasswort raushauen oder eintragen, besser gesagt, und dann habt ihr schon alles, was ihr wollt. Ja, ich würde sagen, das so mal als grobe Tour. Ich würde euch natürlich empfehlen, hier noch ein bisschen mehr rumzutesten und vielleicht zu überlegen, gefällt mir das so, wie es ist? Möchte ich vielleicht doch lieber was anderes haben? Ist es vielleicht nicht ganz so meins? Will ich vielleicht eine andere Oberfläche haben? Also ich hatte letztes Video mal Cinnamon vorgestellt. Dann einfach mal ein bisschen rumprobieren. Hier könnt ihr natürlich sogar ein bisschen größer ziehen, falls ihr lieber eine größere Startleiste wollt und so weiter und so fort. Und wenn ihr dann wirklich euch entschlossen habt, bam, das ist es. Hier übrigens auch noch der Explorer. So sieht das Ganze hier bei dieser Version aus. Wenn ihr euch entschlossen habt, bam, das will ich, dann gibt es hier einen Shortcut Install Manjaro Linux. Und dann gehen wir hier einfach mal drauf und installieren unser System. Und ja, das ist ähnlich simpel, wie jetzt hier auch das Starten war eigentlich. Ihr könnt hier, also da ist auch immer der Name übrigens von der aktuellen Version dabei. Wir sind jetzt aktuell gerade bei Manjaro Linux 17.1. Das Aussehen kann sich natürlich immer mal wieder ändern. Und vor allem auch hier die Version und der Name der Version. Aber im Groben bleibt alles relativ ähnlich zumindest.
und ja, sollte auch sich nicht wirklich ändern. Wenn es irgendwie große Updates oder sowas gibt, dann lasst mich wissen, dann mache ich da auch gerne nochmal ein Video drüber, aber im Endeffekt sollte hier zumindest der Schritt oder die Schritte sollten sehr ähnlich sein. Hier könnt ihr Zeitzone auswählen, das ist auch korrekt für uns, oder für mich zumindest, ich weiß nicht, wo ihr wohnt. In unserem Fall, deutsche Tastatur ist auch ganz angenehm. Hier seht ihr auch, wie das Ganze aussieht. Also wir haben hier jetzt eine Querz-Tastatur und wie gesagt, wenn wir hier zum Beispiel die amerikanische Tastatur auswählen, dann haben wir hier eben ein QWERTY und das Z ist hier unten. Das ist nicht ganz so meins. Habe ich tatsächlich auch schon damit kämpfen müssen, weil ich mich irgendwo reingetunnelt habe und ja, ist nicht spaßig, wirklich nicht. Deswegen versucht ihr das deutsche Tastatur-Layout zu nehmen. Okay, dann, ja, was haben wir hier? Partition. Wir haben hier, also ich habe jetzt auf meiner Festplatte schon ein anderes Linux installiert. Das habe ich letztes Mal gemacht. In eurem Fall kann es gut sein, dass ihr vielleicht ein Windows schon installiert habt. Dann könnt ihr einfach hier sagen, ich möchte es parallel dazu installieren. Dann macht Manjaro für euch automatisch eine zweite Partition und sagt, hey, ich installiere das jetzt nebendran, du kannst beides benutzen. Das heißt, wir können sagen, ich möchte vielleicht Linux Mint benutzen, ich möchte Manjaro benutzen und ich möchte Windows benutzen und das ist dann doch sehr angenehm. Achtung, wenn ihr hier zum Beispiel Ersetze eine Partition oder Festplatte löschen macht oder manuelle Partitionierung, dann kann es passieren, dass eure Daten gelöscht werden. Sprich, euer Windows ist danach weg. Ihr solltet immer, bevor ihr ein neues System installiert, auch Backups machen auf eine externe Festplatte oder sowas. Einfach nur, falls ihr irgendwo vielleicht aus Versehen was falsch klickt, dann solltet ihr definitiv nicht alle eure Daten kaputt haben. Und so kann man sie dann natürlich, wenn ihr ein Backup habt auf einer externen Festplatte, immer noch wieder herstellen. Wenn ihr wirklich jetzt hier sagt, ich möchte die Festplatte löschen, dann kann das halt einfach mal sein, dass die danach auch wirklich weg ist. Und ja, das ist nicht unbedingt so das, was man haben möchte. In meinem Fall lösche ich jetzt die Festplatte, weil ich habe natürlich hier auf dieser Festplatte nur mein Linux Mint drauf, wo ich euch letztes Video vorgestellt habe. Und ich kann jetzt einfach sagen, Festplatte löschen, boom, weiter. So, wie ist mein Vorname und mein Nachname? In meinem Fall nehme ich jetzt hier einfach mal Morpheus abonnieren. Zwinker Smiley. Und ja, mein Name zur Anmeldung heißt jetzt Morpheus. Nein, das machen wir anders. Okay, wählen Sie ein Passwort, um Ihr Konto zu sichern. Dann nehmen wir das sicherste Passwort ever, ASDF1234. Das solltet ihr logischerweise nicht machen. Ihr solltet ein sinnvolles, sicheres Passwort machen. Ich nehme jetzt hier nur eins, damit ich euch auch vielleicht ein bisschen unterhalten kann. Und ja, ihr könnt hier eingeben, dass ihr euch automatisch einloggen wollt, wenn ihr den PC hochfahrt, ohne dass ein Passwort abgefragt wird. Ihr müsst dann trotzdem noch, wenn ihr irgendwie Updates macht oder sowas, müsst ihr trotzdem noch euer Passwort eingeben. Aber in dem Fall müsst ihr dann halt beim Hochfahren nicht euer Passwort eingeben. Das mache ich jetzt hier einfach mal. Es ist sicherer natürlich, wenn zum Beispiel andere Leute euren Rechner bedienen können, sagen wir mal, ihr wohnt in einer WG oder sowas, dann sollte man vielleicht das Ganze hier mit Passwortabfrage machen. Habe ich einmal nicht gemacht und hatte prompt einen Nicolas Cage als Background in meinem Rechner drin. Das war vielleicht nicht die beste Option. Ich lerne aus meinen Fehlern, lernt auch aus meinen Fehlern. Genau, und dann benutzen wir einfach noch dasselbe Passwort für das Administratorkonto. Damit kann man eben neue Software installieren und so weiter und so fort. Ihr könnt ja auch ein anderes Passwort wählen, wenn ihr das wollt. Aber ja, wir machen jetzt hier einfach mal auf Weiter. Es werden hier offensichtlich meine Festplatten gelöscht. Das steht hier auch nochmal. Also es ist jetzt aktuell noch nichts passiert. Hier steht einfach nur nochmal eine Zusammenfassung, was hier genau passiert. Und ja, wir sehen hier, Linux Mint wird gelöscht, Manjaro wird installiert und wir bekommen noch ein bisschen Swap. Das ist sozusagen, damit ihr mehr Arbeitsspeicher habt auf eurer Festplatte. Falls euer Arbeitsspeicher nicht ausreicht, klicken wir einfach mal auf Weiter. Und ja, jetzt kommt noch mal eine Warnung. Jetzt werden Änderungen gemacht und diese Änderungen können nicht rückgängig gemacht werden. Achtung, hier nochmal meine Warnung. Es werden Daten gelöscht, wenn ihr das macht, mit dem Löschen von der Festplatte. Ihr könnt es, wie gesagt, auch nebendran installieren. Dann sollten keine Daten gelöscht werden, aber bitte macht trotzdem immer Backups, bevor ihr irgendwas macht. Ich bin nicht verantwortlich, wenn ihr irgendwie eure Daten kaputt macht. Das ist ganz, ganz wichtig hier. So, ich klicke jetzt hier auf Installieren und ja, dann warten wir einfach, bis es fertig ist. Und währenddessen bekommt ihr einfach noch so eine kurze, grobe Übersicht über Manjaro, was im Endeffekt wirklich auch von der Community übrigens entwickelt wird. So wie wir hier auch eine sind. Und ja, ich pausiere euch jetzt einfach mal ganz kurz, solange hier die Installation läuft. Wird nicht allzu lange gehen, aber es dauert halt doch seine Zeit. Und ja, ich brauche jetzt nicht unnötig labern. Wir hören uns gleich wieder. So, und wenn ihr mal kurz weg wart oder sowas, dann kommt ihr zurück und seht direkt,
alles erledigt. Euer System ist jetzt installiert. Wir können jetzt neu starten und go. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Also nicht von meiner Seite. Das ist die Installation gewesen. Super easy und super einfach. Nur, dass sich das hier immer wieder auf einen anderen Bildschirm verschiebt. Allerdings natürlich eine Sache noch, was ich jetzt gerade gemacht habe. So sieht es aus, wenn ihr dann tatsächlich starten wollt. Könnt ihr auch einfach kurz warten, dann startet es automatisch. Und ja, ich habe jetzt natürlich noch die CD sozusagen wieder oder DVD aus dem Laufwerk rausgeholt. Das muss man natürlich auch noch machen. Das solltet ihr quasi physisch tun. Ja, und da seid ihr auch schon. Das ist euer installiertes System. Ihr seht, ihr habt jetzt hier zum Beispiel nicht mehr die Option, das Ganze zu installieren. Ihr bekommt trotzdem noch diesen wunderbaren Startscreen, wo ihr alles habt auf einen Blick, was ihr braucht. Könnt ihr aber auch sagen, will ich nicht haben oder will ich haben. In unserem Fall lassen wir es jetzt einfach mal dabei. Und ja, jetzt kann ich euch noch kurz die Paketverwaltung noch mal etwas genauer zeigen. Und zwar hier einfach Software hinzufügen oder entfernen. Und dann kriegt ihr hier unter Kategorien, seht ihr, okay, Bildung. Jetzt haben wir hier, keine Ahnung, Anki, Articulate, Blinken. Das ist irgend so ein Spiel zum Gedächtnistraining, okay. Kenne ich nicht. Dann habt ihr hier zum Beispiel Bürosoftware, also Caliber kennt man vielleicht. Okay, Bitcoin ist hier abgebildet, also halt die haufenweise Software, die man eben verwenden kann. Wir werden jetzt hier einfach mal noch kurz LibreOffice installieren und, wollen wir. Komm, wir installieren noch mal ganz kurz LibreOffice und, wobei ist glaube ich schon installiert, naja, okay, das Grün ist schon installiert. Dann installieren wir halt den Writer, warum auch immer Math installiert ist und der Writer nicht, warum auch immer. Rechtsklick installieren und übernehmen und fertig. Und ja, jetzt machen wir einfach durchführen und jetzt müssen wir unser Passwort eingeben. ASDF _1234 go. So, jetzt müssen wir warten, weil das Ganze 100 Megabyte hat, logischerweise. Aber es geht relativ schnell und fertig. Jetzt wird alles installiert und ihr habt sozusagen euer LibreOffice da. Ja, ganz toll. Es dauert noch kurz, sorry, bin ein bisschen zu schnell. So, fertig. Und jetzt könnt ihr hier LibreOffice verwenden, indem ihr hier einfach reingeht unter Büro und dann könnt ihr hier drüben dann auswählen, ich hätte ganz gerne LibreOffice Writer und dann wird das eben gestartet und ihr habt euer System, wo ihr irgendwas tippen könnt oder sowas. Cool. So, habe euch mal wieder kurz rausgeschnitten. Ja, ich habe mal geguckt, auf meinem Zettel steht tatsächlich nichts mehr weiter drauf. Das heißt, wir sind jetzt hier durch und ihr habt sozusagen, übrigens stimmt jetzt auch die Uhrzeit bei mir hier. Und ihr habt jetzt sozusagen so eine grobe Übersicht über Manjaro. Klar ist es sehr viel mit natürlich auch Geschmackssache verbunden. Habt ihr Bock drauf oder wollt ihr vielleicht lieber was anderes? Aber alles in allem kann ich sagen, dass Manjaro wirklich auch eine sehr, sehr leicht zu nutzende Version von Arch Linux ist und natürlich auch sehr angenehm. Gut. Und ja, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Falls ihr noch irgendwie Wünsche oder sowas habt oder Anregungen oder sonst irgendwas, dann schreibt mir gerne einen Kommentar, lasst ein Like da oder auch ein Dislike, wenn es euch nicht gefallen hat. Wenn ihr ein Dislike da lasst, dann sagt mir bitte auch warum. Dann kann ich es nächstes Mal besser machen. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.